Hallo, heute sind wir im Loro-Park. Direkt neben dem Amazonasbecken, das man hier neben mir sieht, wird ein besonders für Zoobesucher sehr wichtiges, aber häufig unterrepräsentiertes Thema angeschnitten, nämlich warum man in Aquarien nicht mit Blitz fotografieren sollte, weil das nämlich Schaden für die Tiere bedeutet. Also immer dran denken, alles im Aquarium ohne Blitz fotografieren und es geht. Das könnt ihr zum Beispiel sehen an unserem Instagram-Kanal. Kein Aquarienbild, das auf Zoos Media veröffentlicht wird, wurde mit Blitz fotografiert. Das gilt aber nicht nur für die Aquarienbilder, sondern auch für alle übrigen Bilder von Tieren, die ihr auf unserem Instagram-Kanal sehen könnt. Hier sehen wir einen kleinen Leopoldsrochen. Im Loro-Park gibt es immer wieder Nachwuchs dieser Art, der dann meist in einem Becken neben dem Amazonasbecken am Eingang ausgestellt wird. Der Kleine hier stammt aus dem Jahr 2021 und nur kurze Zeit nach seiner Geburt konnten wir ihn hier im Loro-Park filmen. Aber nicht nur hier sah man junge Stechrochen, auch im großen Becken konnte man natürlich ältere Exemplare aus der erfolgreichen Zucht des Loro-Park live erleben. Und das ist sehr wichtig, denn sie sind hervorragende Botschafter ihres stark bedrohten Lebensraumes. Ja, so nah kann man den Piranhas wohl nur im Zoo bzw. im Aquarium kommen. Wir haben hier eine tolle Truppe von roten Piranhas, auch Natterers Sägesalmler genannt. Benannt sind sie nach ihrem roten Bauch, weshalb sie im Englischen auch Red-Bellied Piranha genannt werden. Und wie man sieht, sind sie ganz tolle Botschafter für einen besonders auch gerade in Südamerika, da wo die Tiere herkommen, bedrohten Lebensraum. Nämlich den Lebensraum Fluss, der durch Umweltverschmutzung und auch durch Fragmentierung massiv bedroht ist. Und aus den Flüssen kommen wir nun ins Meer, und zwar zu einer Fütterung in der Installation für die kanarische marine Fauna, die es im Loro-Park direkt anschließend zu sehen gibt. Und ganz dominant im Bild sind zum Beispiel Papageifische und Meerpfaue, denn die Kanaren haben viel zu bieten, was Unterwasserwelt so anbelangt. Und auch deshalb schützt die Loro-Parque Fundación gemeinsam mit dem Loro-Park und dem Großaquarium Palma del Mar auf Gran Canaria eben genau diese wundervollen Fische, die wir hier sehen. Direkt daran schließt sich das karibische Korallenriff und dann schließlich das indopazifische Korallenriff an. Hier erleben wir die wundersame Welt der Korallen und natürlich auch der Fische, die die Korallenriffe bewohnen. Auch das ist ein sehr bedrohter Lebensraum und die Becken sind wichtige Botschaften dieser Lebensräume, für deren Schutz sich natürlich Zoos und Aquarien auf der ganzen Welt jeden Tag einsetzen.
Wir sind hier im Haitunnel vom Aquarium des Loropark auf der Kanareninsel Teneriffa. Hier sind verschiedene Haiarten, verschiedene Rochenarten und weitere Fische zu sehen. Und es ist sehr spannend für die Besucher, hier quasi in die Welt dieser Tiere abzutauchen. Wir sehen hier sowohl benthische als auch pelagische Haie, also sowohl Haie, die eher liegen und Haie, die eher schwimmen. Gerade bei diesen pelagischen Haien war es jahrelang sehr schwer, bis gerade unmöglich, sie zu züchten. Aber inzwischen, dank des Fortschritts in Zoos und Aquarien, ist es auch möglich, genau diese Arten zu züchten. Dabei ist auch der Loropark sehr erfolgreich und hat schon einige Zuchterfolge feiern können. Die Haie sind Botschafter ihrer Art und ihres Lebensraumes hier im Haitunnel des Loropark. Und das ist auch sehr wichtig, denn Haie haben ein schlechtes Image bekommen durch verschiedene mediale Veröffentlichungen. Und Zoos und Aquarien können einen sehr großen und wichtigen Beitrag leisten, dass die Menschen ein viel realitätsgetreueres Bild von den Haien bekommen. Und das funktioniert. Den Menschen, die das Verhalten von Haien auch durch den Besuch von Zoos und Aquarien verstehen, haben weniger Angst. Wenn die Menschen weniger Angst haben, sind sie eher bereit, diese wunderschönen Tiere zu schützen. Und dieser Schutz, den moderne Zoos und Aquarien ermöglichen, ist sehr wichtig, denn jährlich werden schätzungsweise rund 1 Million Haie getötet. Und hier können Zoos und Aquarien eben einerseits durch die Edukation der Besucher helfen, indem sie Angst nehmen, aber eben auch durch Projekte in situ und ex situ. Genau das tut auch die Loropark-Foundation sowohl hier im Aquarium des Loropark als auch in den Gewässern um die Kanaren herum. Schreibt jetzt eure Frage in die Kommentare und vergesst nicht, dem Video ein Like zu geben. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.